Wir gehen weiter auf Spurensuche. Wir kommen auf Protect Inner Circle. Heute soll es in den Garten gehen, pünktlich zum guten Wetter. Die Sache ist ja die, der Seemann, das Gleichnis, ihr kennt es. Und auf fruchtbringender Erde kann man eben auch Gutes ernten. Wenn du jedoch auf falschem Boden etwas säst, ist natürlich kaum Frucht zu bekommen. Und gerade wenn wir in die Beziehung hineingehen, in Richtung Partnerschaft, versucht man oftmals bei dem anderen zu sehen, anstatt bei sich selber. Und es ist sehr, sehr tricky, aber auch eigentlich gar nicht so kompliziert zu sagen, okay, ich fülle meinen eigenen Garten mit Frucht, sodass mein Gegenüber vielleicht die Blumen ernten kann. Und andersrum genauso ist das Gegenüber genauso zuständig, seinen Garten in Frucht zu bringen. Da brauchst du überhaupt gar nichts reinsehen. Du siehst zu, dass du in deinen Garten säst, damit auch dort eben die Früchte geerntet werden können. Das ist eigentlich nur ein kurzer Beitrag heute. Aufgrund einer Erkältung bin ich auch noch ein bisschen von der Stimme her angeschlagen. Aber ich denke, es ist sinnvoll, es ist sinnig und stimmig. Und wenn wir in der geheilten Weiblichkeit und Männlichkeit Beziehungen aufbauen, Partnerschaften aufbauen, dann denke ich, ist das ein guter erster Schritt, bei sich zu schauen, wo sehe ich. Und damit möchte ich das heute auch schon dabei belassen, dass ihr einfach mal schaut, auf die Spurensuche geht, wo fehlt es in meinem eigenen Garten an Frucht, wo fehlt es an Liebe, Frieden, Langmut, an Weisheit, Einsicht, Stärke oder Selbstbeherrschung. Ihr kennt sie, die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes. Falls nicht, schaut auch gerne auf die Playlist Agape. Ich finde, die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes sind die Grundbausteine, bedingungslose Liebe zu leben. Gottes Liebe wird in uns hineingepflanzt. Er sät die Samen in uns hinein und wir können sie aufblühen lassen. Wenn wir jedoch immer schauen, dass wir diese Samen versuchen bei dem anderen aufblühen zu lassen, er muss mehr Liebe kultivieren oder mehr Langmut. Man sieht den Stachel im Auge des anderen ja immer sehr, sehr schnell, aber den Balken im eigenen übersieht man oftmals. Und darauf zielt das einfach so ein bisschen auch ab, dass man bei sich schaut, in seinen Garten schaut und für sich in Fülle kommt. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und bilde all diese schönen Samen in dir selbst aus, sodass die Beziehungen automatisch sich dann eben auch im Außen angleichen. Alles Liebe, schöne Woche, macht's gut.